So, hallo Tobias, du hast gesagt, du willst mir mal die Volltextsuche in Vertex zeigen. Was kann die denn mittlerweile alles? Ja, gerne mache ich das. Wir haben verschiedene neue Funktionalitäten in der Volltextsuche eingefügt und die würde ich gerne kurz ein bisschen zeigen. Das erste ist beispielsweise die Ähnlichkeitssuche. Ich wurde von einem Kollegen gefragt nach einem Projekt äh, bei der Gemeinde Tannegg und suche das mal explizit nach Projekten hier, finde Mhm. nichts. Und wenn ich jetzt die Ähnlichkeitssuche aktiviere, dann finde ich eben auch Begriffe, die ähnlich geschrieben sind. In dem Fall habe ich einfach ein zweites G vergessen. Okay, das heißt also ähnlich geschrieben heißt Doppelnennung, Doppelbuchstaben. Das Genau. würde er alles finden mit der Ähnlichkeitssuche. Buchstaben vertauscht, kleine Tippfehler, sowas können wir damit ausgleichen. Und Super. das natürlich sowohl im Suchbegriff als auch, was natürlich auch sein kann, im, im Suchergebnis. Da kann es natürlich unter Umständen auch zu Tippfehlern kommen, mit denen ich natürlich noch weniger rechne als in meinem eigenen Suchbegriff. Ja, sehr spannend. Mhm. Genau, dann haben wir die Möglichkeit geschaffen, diese Sucheinstellungen abzuspeichern. Also wenn ich beispielsweise im Prinzip immer mit diesen Einstellungen in die Suche starten möchte, dann kann ich hier einmal auf Sucheinstellungen speichern klicken und wenn ich jetzt das nächste Mal wieder in die Suche einsteige, dann habe ich eben direkt schon die Ähnlichkeitssuche und auch diesen Klassenfilter aktiviert. Okay, das betrifft also alle Checkboxen, die man hier auswählen kann und voreinstellen kann. Das heißt, nächstes Mal, wenn ich mich anmelde, habe ich immer wieder die gleiche Sucheinstellung. Genau, das betrifft im Prinzip diesen Bereich hier, das Datum natürlich nicht, das würde wenig Sinn ergeben, aber die Ähnlichkeitssuche, das Aktive und den Klassenfilter, das speichern wir ab. Super. Dann haben wir, ich sehe jetzt hier, es geht offensichtlich um irgendwas mit Sanierung. Ich suche also mal weiter nach Sanierung Mhm. und hole mir wieder alle Klassen dazu, finde jetzt hier ein bisschen mehr. Was ich jetzt hier auch finde, sind beispielsweise Dokumente und zwar konkret anhand des Dokumentinhalts. Also in diesem Dokument, in dem Fall ist es eine Excel-Datei, steht in der Vertex-Aktivität nirgendwo Sanierung, sondern nur in der Excel-Tabelle selbst irgendwo. Und anhand dieses Begriffs finde ich das Dokument. Ähnlich verhält es sich hier unten bei dem Word-Dokument. Da ist es das Gleiche. In in der Aktivität selbst, in den Texten hier, steht nicht Sanierung, aber in dem Word-Dokument steht das. Apropos Texte, welche Felder indiziert werden, kann man im Prinzip relativ frei selbst definieren. Es müssen schlicht und ergreifend Zeichenketten sein. Und das heißt, nach welchen Kriterien diese Objekte durchsucht werden, das lässt sich konfigurieren durch den Administrator oder Ihren Vertex-Betreuer. Also das heißt, Anhänge und Attachments und E-Mails werden auch indexiert, wenn man das entsprechend konfiguriert hat und kann die dann komplett mit der Volltextsuche durchsuchen. Und es langt, wenn das wirklich in den Anhängen entsprechend enthalten ist. Genau. Und das trifft zu für Word-Dokumente, PDF-Dokumente, ähm, PowerPoints und Excel-Tabellen seit einiger Zeit. Und nachträglich haben wir auch noch die Möglichkeit eingefügt, Bilder zu durchsuchen. Also in Bildern nach Texten zu suchen. Also das wird auch durch eine Objekt, also OCR heißt ja, glaube ich, der Fachbegriff. Genau. Das heißt, da wird wirklich in Bilddaten nach Texten gesucht und das wird auch über die Volltextindexierung entsprechend auffindbar gemacht. Genau. Da verwenden wir hast du richtig gesagt, OCR-Engine, um in den Bildern nach Textfragmenten zu suchen und diese Textfragmente werden verwendet, um das Bild zu indizieren. Perfekt, Kann sehr ich auch, leistungsfähig. kann ich auch mal ein Beispiel machen. Ich habe hier ein Bild drin. Ich suche mal nach Zürich, absichtlich mit U statt Ü und sehe hier, dass ich die Aktivitäten, die ich gefunden habe, nachfiltern kann. Finde jetzt auch hier ein Bild. Wenn ich also die anderen mal rausnehme, finde ich genau dieses Bild anhand des Begriffs Zürich, der da drin vorkommt. Wenn ich das öffne, dann finde ich hier als Beispiel einen Flussverlauf und irgendwo steht hier drin Zürich. Ah ja, ich sehe es oben rechts, sehr spannend. Genau. Wie gut das funktioniert, hängt natürlich stark vom Bild ab. In dem Fall sind die Texte schwierig zu erkennen,
Aber wenn wir ein Bild haben, in dem schlicht und ergreifend nur Texte enthalten sind, dann funktioniert das sehr gut. Und in dem Fall offensichtlich auch. Okay. Du sagtest, man kann vorher konfigurieren, was alles durchsucht werden soll. Das Genau. kannst du mir auch zeigen, wie das Da geht? gibt es im Prinzip zwei Ebenen. Das eine sind die eigentlichen Felder. Ich kann pro Klasse definieren, welche Felder durchsucht werden, kann das auch ad hoc erweitern. In dem Fall jetzt beispielsweise möchte ich noch neue Kreditoren durchsuchen, sage Feld und gebe hier den Feldnamen an. Recept ist das Belegobjekt, das Belegdokument, das man hinter Kreditoren hinterlegen kann. Dann gebe ich dem noch einen schönen für Endkunden, Endnutzer geeigneten Namen. Und wenn ich jetzt neu indiziere, würde ich eben auch Kreditorobjekte anhand ihres Belegdokuments beispielsweise finden. Und so lässt sich im Prinzip jedes Textfeld in Vertec verarbeiten. Außerdem haben wir noch die Möglichkeit, auf Zusatzfelder zuzugreifen. Also wenn für ein Objekt ein Zusatzfeld hinterlegt ist, kann ich auch das verwenden. Auch Mhm. hier wieder mit der Einschränkung Zeichenkette. Und ich kann das Key-Feld verwenden. Damit ist man tatsächlich relativ frei, was man durchsuchen kann, weil man in Keys ist eine Funktion in Vertec relativ viel reinschreiben kann. Mhm. Und wenn ich jetzt ein neues Feld hinzufüge, wie lange dauert es, bis es dann wirklich auffindbar ist, also bis der Indexierungslauf das erfasst hat? Das hängt komplett von der Menge an Daten ab, die in dem System vorhanden sind. Wenn es wenig sind, wie in meiner Testdatenbank hier, dann reden wir davon einer Minute oder vielleicht einer halben, bis es durch ist. Aber wenn wir eine große Datenbank sehen mit vielen Aktivitäten und anderen Objekten, dann dauert es natürlich entsprechend länger. Mhm. Üblicherweise wird die Indizierung, also erstmal muss man sagen, dass die Objekte, wenn ich sie ändere in Vertec, sofort neu indiziert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Kreditor anlege, dann wird der sofort anhand seines Recept-Dokuments indiziert. Aber das Mhm. betrifft natürlich nicht die Kreditoren, die schon im System sind. Und für diese Fälle haben wir eine geplante Aufgabe ausgeliefert, die mit Standardeinstellung einmal am Samstag startet und diese Indizierung durchführt und quasi alle fehlenden Daten nachzieht. Ah ja, okay, sehr Und wir gut. sehen da Laufzeiten zwischen, ich sag mal, ein paar Minuten bis 2, 3 Stunden. Das ist so das, was wir gesehen haben. Äh, Manchmal auch länger, aber es hängt wirklich stark von den Daten ab. Die Empfehlung ist ganz klar, wenn Sie neue Felder, neue Objekte hinzunehmen, machen Sie das zusammen mit Ihrem Vertec-Betreuer. Ähm, Dann kann man das einfach entsprechend einplanen. Das sollte man wahrscheinlich auch wirklich schauen, was möchte ich alles durchsuchbar machen. Und die Genau. Regel, alles einfach durchsuchbar zu machen, ist vermutlich nicht die beste, Das ist, weil das ist das würde das meistens Ganze überfordern. Richtig, das ist meistens keine gute Idee, da ist häufig weniger mehr, denn das hat natürlich auch ganz andere Auswirkungen. Ich finde dann natürlich auch sehr viel mehr Ergebnisse, werden die Suchergebnisse unübersichtlicher. Ich muss vielleicht genauer suchen. Ich kann zwar Mhm. immer nachfiltern, ja, aber auch diese Liste der Objekte, nach denen ich suche, wird natürlich dann immer länger und irgendwann wird es dann auch sperrig zu benutzen. Also da muss man schon den richtigen Kompromiss für seine jeweiligen Anwendungsfälle finden. Was mache ich durchsuchbar? Und worauf kann ich vielleicht verzichten? Oder anders gesagt, was brauche ich vielleicht nicht in der Volltextsuche, sondern wofür verwende ich stattdessen einen SQL-Ordner oder unsere anderen Suchfunktionalitäten, die wir in Vertic haben? Gut, spannend. Zusätzlich zu dem gibt es noch in den Systemeinstellungen ein paar Funktionalitäten, die man einstellen kann. Hier definiert man zum Beispiel, ob E-Mails auffindbar sind, also indiziert werden oder nicht und wenn ja, mit oder ohne Anhang. Die Bilder-Thematik, die ich schon kurz angesprochen habe, hatte ich hier drin. Dokumente grundsätzlich ja oder nein. Und auch für Excel-Tabellen kann man hier entscheiden, ob Excel-Tabellen überhaupt indiziert werden. Wenn ja, nur mit Text, der vorhanden ist, oder sollen auch die Formeln, die in der Excel-Tabelle vorhanden sind, ausgewertet werden. Auch das hat natürlich wieder Auswirkungen auf die Laufzeit und auch das, welche Einstellung da gebraucht wird, hängt stark vom Anwendungsfall ab. Ja, Wenn also man Formeln auswerten heißt ja nicht, dass ich nach der Formel suchen kann, sondern dass ich nach dem Ergebnis suchen kann, das aus der Genau, Formel entsteht, genau, so gegebenenfalls. ist es. Mhm. Also als Beispiel, wenn man in seiner Vertec-Instanz aus welchem Grund auch immer viele
Excel-Tabellen hat, die einfach nur Listen von Daten darstellen, dann bräuchte ich das nicht, denn in der Liste steht ja schon der fertige Text drin. Wenn ich aber eine komplexe Excel-Tabelle drin habe, die eben Texte durch Formeln in andere Felder übernimmt oder vielleicht auch Texte generiert durch Formeln, dann müsste ich die Formeln auswerten, denn sonst finde ich halt nur die plain in der Excel konkret abgelegten Werte. Ja. Okay, spannend. Das heißt aber auch, dass eben wirklich unsere Volltextsuche hier diese Formeln erstmal alle nachberechnen muss, damit sie überhaupt das Ergebnis indizieren kann. Das ist natürlich auch eine riesen Genau. Rechenleistung, die da hinten dran steckt, gegebenenfalls So je ist nach es, Excel. ja. Ja, auch das hängt stark von den Daten ab. Ja, verstehe. Was gibt es noch Spannendes, was du mir zeigen kannst? Ich wollte noch kurz auf eine andere Funktion eingehen, die wir eingebaut haben, und das ist die sogenannte Wortstammsuche. Ich starte nochmal von unserer Suche eben mit der Sanierung und erweitere meinen Suchbegriff um das Wort Risiken. Und was ich jetzt hier als Ergebnis finde, sind 2 Aktivitäten in Vertec. In der einen, im Telefonat offensichtlich, steht tatsächlich konkret Risiken im Text. In der anderen steht aber das Wort Risiko. Und das ist eben auch ein Match für uns an dieser Stelle, weil wir aus Risiken den Wortstamm Risiko bilden und dann eigentlich danach suchen. Okay. Du hast jetzt auch hier mit sogenannten Wildcards, mit dem Stern gearbeitet. Ja. Du hast 2 Dinge kombiniert, also die Wortstammsuche plus eben eine Wildcard-Suche. Das geht auch Genau. problemlos. Das funktioniert auch. Ich kann das auch einmal kurz wegnehmen. Dann sieht man auch das Ergebnis. Jetzt finde ich nur noch dieses hier, wo wirklich konkret Sanierung drin steht, während in dem anderen Suchergebnis, in dem Fall Sanierungsbeginn, den Treffer verursacht. Apropos Treffer, in der Suchergebnisliste zeigen wir hier einmal den Fundort an, also wo tatsächlich der Text ist, der den Treffer verursacht hat. In dem Fall ist es ein PDF und das PDF-Dokument. Bei dem hier unten waren die Treffer hingegen in den Feldern Titel und Text, also tatsächlich in den in Vertec abgespeicherten Metadaten. Und dann sieht man hier jeweils auch noch die Vorschau, um quasi ein bisschen den Kontext mitzubekommen, in welchem dieser Suchbegriff aufgetreten ist. Ja, super. Und sag vielleicht noch ganz kurz zu dem Relevanzfeld ganz links etwas. Ja, wir kriegen von unserer Engine, die die Suche durchführt, eine Relevanz, wie gut dieser Treffer auf den Suchbegriff quasi gemünzt hat. Da gehen jede Menge Faktoren ein. Wie lang sind die Texte? Wie viele Treffer habe ich? Wie weit, wenn ich nach mehreren Begriffen suche, wie weit sind die Begriffe voneinander entfernt? Das sind ganz viele unterschiedliche Werte, die da eingehen. Und damit man nicht einfach nur eine Zahl dargestellt bekommt, rechnen wir das quasi um in so eine Relevanzdarstellung von 1 bis 4, damit man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie gut dieser Treffer auf das Suchergebnis passt. Diese Treffer sind immer im Kontext der aktuellen Suche zu sehen. Das heißt, es kann sein, dass wenn ich die gleiche Aktivität in einer etwas anderen Suche mit mehr oder weniger anderen Suchergebnissen finde, dass sich die Relevanz dann natürlich stark unterscheidet. Spontan noch eine Frage oben, die beiden Datumsfelder, die ich auswählen kann. Wann würde ich die nutzen, für welchen Anwendungsfall? Wir sortieren das Ergebnis nach Datum, von neu nach alt. Wenn man viele Ergebnisse hat in seinem Suchergebnis und aber ungefähr weiß, das muss irgendwie im ersten Quartal 2026 gewesen sein, oder vielleicht im Februar 2026 oder irgendwann im Jahr 2025, dann kann ich das eben nutzen, um mein Suchergebnis noch weiter einzuschränken, indem ich hier einfach sage, ja, ich interessiere mich mal nur für beispielsweise Januar bis Mitte Februar. Und dann finde ich nur noch das eine Ergebnis in dem Fall. Ah ja, sehr gut. Also einfach weiter als zeitlichen Filter. Genau. Sehr gut. Sehr spannend. Haben wir was vergessen zu erwähnen oder war das im Großen und Ganzen das, was wir anschauen Ich wollten? glaube, das war das, was ich heute zeigen wollte. Super.
vielen Dank. Spannend, was sich da alles getan hat. Sehr beeindruckt. Man muss natürlich schon auch wissen, was ich suche und vor allen Dingen, wie ich suche, wie ich vorgehe. Und das fängt ja dabei an, dass man sich überlegt, welche Felder man überhaupt nicht suchbar machen möchte in Vertec. Ja. Ich danke dir vielmals. Sehr spannend. Danke, Tobias. Gerne.